Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Godo TV. Das in Klammer, ich muss gleich husten. Tschüss. Kommen wir zu Prebena. Das ist so, als wenn ich hier so eine Donnerbüchse von 1923 mache. Das ist doch Feuerlader aus dem 18. Jahrhundert. Ein Schuss, puff, 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 puff. Aber ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Fertig. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Godo TV. Mein Name ist Sebastian und vor kurzem haben wir uns reine Druckluftnagler angeschaut und hatten da unseren Überraschungssieger Dewald, der hier zack, 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 ich glaube 100 Schuss in 20 Sekunden schießen konnte. So, aber es gibt ja auch Kombigeräte, das heißt Geräte, die nicht nur Nägel verschießen können, sondern auch Klammern. Das ist natürlich für viele von euch sicherlich sehr interessant, wenn ihr beides nutzen wollt. Und deswegen haben wir uns heute hier reine Kombigeräte mal hingestellt und schauen uns das Ganze an. Und ihr werdet sehen, dass es selten so schwer war wie heute, sich zwischen den Geräten zu entscheiden. Denn es ist nicht nur der Preis, der natürlich das Ganze macht, und aber auch nicht nur die Qualität, sondern auch die Funktionalität. Und das ist hier wirklich wild gemischt, aber seht das gleich selber. Ein Hinweis, es ist Freitag, wie immer, es gibt etwas zu gewinnen, und zwar heute den Nagler von Metabo, oder den Kombi-Nagler von Metabo. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten in die Kommentare zu schreiben, brauchst du einen Kombi-Nagler und wenn ja, warum? Wenn ihr euch für Nagler interessiert und dieses Video schaut, empfehle ich euch zwei weitere Videos. Nummer 1, das normale Druckluftnagler-Video, wo wir zum Beispiel den Dewald oder auch den Makita schon mal in der Hand hatten. Piau, 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 piau. Und natürlich auch das Video, wo wir das Ganze mit Akku euch auch mal gezeigt haben. Alles hat entsprechend seine Vorteile und Nachteile. Das Ganze verlinke ich dir auch noch mal hier oben. Interessant ist Folgendes. Jetzt schauen wir uns mal an, was für Nägel bzw. was für Klammern verschießen die Geräte denn eigentlich oder drücken sie ins Material. Nummer 1, wir haben hier diese Nägel. Das hier ist das, was normalerweise diese Geräte eigentlich verschießen. Wir haben so eine kleinen Stifte eigentlich und mit einem ganz kleinen Kopf hier, die entsprechend eingebracht werden. Das andere, was wir hier haben, was wir heute nutzen können, sind diese Klammern, die natürlich nochmal eine andere Möglichkeit bieten und die hier entsprechend hier über dieses U dann reingeschossen werden. Jetzt ist es so, diese Geräte hier können beides. Das heißt, ich kann hier jetzt Klammern einsetzen. Wie das geht, zeige ich auch noch, gleich nochmal. Ich kann aber auch Nägel einsetzen. Aber gleich ein Hinweis, jetzt könnte man sagen, die Geräte immer besser als die Geräte. Würde ich so nicht sagen. Denn, und dazu schau bitte nochmal das andere Video, wenn du das hier zu Ende geschaut hast, ist, die Geräte alle sind hier in der Bedienung schon etwas fummeliger als die normalen Druckluftnagler. Und es gibt eine zweite Sache, dazu muss ich das hier wieder rausnehmen. Was ganz wichtig ist, ist folgendes. Die normalen Druckluftnagler können in der Regel 70er Nägel verschießen, das heißt diese hier. Und diese Kombigeräte können das nicht. Die können entweder 50 oder sogar nur 40 mm Nägel verschießen. Ja? Auch wenn das jetzt erstmal nicht so viel erscheint, aber wir sehen hier schon, dass wir eine andere Länge haben. Und wenn du wirklich lange hier Stifte verschießen möchtest, dann geht das mit den Kombigeräten hier nicht. Und deswegen machen wir auch mal Folgendes. Wir blenden hier mal kurz schon mal die technischen Daten ein, der 4 Geräte, die wir heute hier testen. Und da siehst du auch, welche Nagelstärke, welche Klammergröße und so weiter und so fort. Was wir hier bis jetzt gemacht haben, ist, wir haben alle Klammern in allen hier hin und her getauscht und hatten da auch noch nie Probleme. Das heißt, ob das jetzt nur 5,3, 2, 1, meins Klammern sind, ist eigentlich egal. Auch bei den Nägeln habe ich bis jetzt noch nie ein Problem festgestellt, dass diese Nägel nicht untereinander überall kompatibel waren. Ja? Also die Standardnägel haben bis jetzt überall eigentlich gepasst und auch funktioniert. Man könnte jetzt ja vermuten, dass es so ist, dass die Nägel dann häufiger stecken bleiben. Zum Steckenbleiben kommen wir auch gleich nochmal, aber auch das habe ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt gucken wir uns mal den Preis an und da wird es auch schon spannend. Wir haben den Einhell TC PN50 für 40 €,
den Dewalt DPS B2 in 1 XJ für 160 €, den Metabo DKNG 40-50 für 175 € und den Prebena 2P JES 40 Kombi für 220 €. Ihr habt also gerade gesehen, wir haben hier eine Preisspreizung von 40 bis 220 €. Und denk dran, wie immer findest du unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich. Und ich muss sagen, heute überleg dir bitte ganz genau, was sind deine Ansprüche an so einen Kombinagler. Weil wir werden uns jetzt die Geräte mal anschauen und da ist es wichtig, dass du jetzt schon mal, vielleicht hältst du auch einfach mal kurz an und überlegst dir wirklich deine Ansprüche und was muss das Gerät für dich können. Denn wenn ich die Geräte vorstelle, wirst du merken, eigentlich ist der Einhell ja der Beste, aber eigentlich ist ja der Prebena der Beste und was ist eigentlich mit Dewalt und Metabo? Kommen wir zu Einhell und hier ist es so, du bekommst echt eine Menge für 40 € und das ist schon fast obszön und ich frage mich, wie geht das? Wie kann man für 40 € brutto, was ja netto noch viel weniger ist, plus Fracht, plus Herstellung, plus Material, plus alles, all das hier in das hier reintun? Also ich weiß es nicht, wie auch immer es funktionieren mag, ist es so, du bekommst das Gerät, du bekommst einen Koffer, du bekommst noch jede Menge Nägel, du bekommst Klammern noch dazu, jede Menge Zeug, also hier Klammern, Nägel und auch das. Du bekommst noch einen Imbusschlüssel und du bekommst noch eine Ölflasche ohne Öl. Denn da müssen wir ganz kurz drauf eingehen, denn bei allen Geräten ist es eigentlich gleich, das habe ich im letzten Video auch nicht gemacht, ist es so, dass sie eigentlich hier, kommt ein bisschen dichter, schaut euch das mal an, es ist so, dass wir hier den Druckluftanschluss haben und eigentlich müssten da 1, 2, 3 Tropfen Öl rein, bevor du das Gerät verwendest, weil wir haben ja hier vorne auch eine gewisse Mechanik, ja, und die muss ein klein wenig geölt werden. Übrigens ein Hinweis, bei Akkugeräten, ja, sollte man in der Regel nicht ölen. Es gibt ganz vereinzelt auch Akkugeräte, die man ölen muss, aber da schau bitte in die Bedienungsanleitung, dass du das nicht falsch machst. Ja. So, jetzt zu dem Gerät an sich. Ist es so, wir legen das Koffer mal zur Seite und nehmen hier mal unsere Standardklammern. Ist es so, dass wir an dem Gerät selbst gar nicht so viel einstellen können, wie man das auch gewohnt ist, aber man kann ihn sehr gut befüllen. Also ihr könnt wie immer hier das Ganze öffnen. So, dann können wir hier unsere Nägel einsetzen. So, und schließen und sind bereit zum Arbeiten hier. Tak. Das gucken wir uns auch gleich an. Was wir hier machen können, wir können hier die Tiefe einstellen, in der er feuert. Das ist ein bisschen schwer. Also man muss das wirklich hier sehr klar auch anfassen und hier bedienen, aber es geht. Ja? Also hier kann man die Tiefe einstellen. Jetzt die Frage, wie setze ich denn die Klammern ein? Ganz genauso. Ihr öffnet das, nehmt die Klammern raus, nehmt die Nägel raus, macht die Klammern hier, führt es hier drüber und schon können wir losarbeiten. Dann ist es noch so, dass wir hier hinten die Möglichkeit haben zu verstellen, wo die Druckluft hin soll. Ja? Jetzt wird die hier ausgeblasen. Wenn wir hier arbeiten, wird sie ergo hier von mir weggeblasen. Und jetzt machen wir es auch gleich mal so, dass wir hier auch Druckluft anschließen und mal schauen, wie er sich so schlägt. Denn ich sage euch, Also wir haben jetzt das Gerät, Druckluft ist dran. Wir können jetzt hier abziehen. Dann passiert erstmal nichts. Das ist ganz wichtig, dass jetzt hier nicht irgendwas verschossen wird. Sondern du musst das Ganze aufsetzen. Ruhe. Ja? Wir setzen das auf und da ist eine Klammer drin. Was wir aber auch machen können, wir haben hier Mehrfachschuss. Das heißt, ich setze nochmal hier an. Ich habe jetzt hier also abgezogen und dann kann ich Folgendes machen. Oder auch langsamer. Ich zeige dir das nochmal in Zeitlupe. Du hast also jetzt gesehen, dass das Ganze unwahrscheinlich schnell funktioniert. Das funktioniert mit Nägeln ganz genauso. Du kannst das hier einstellen, alles schön und gut. Aber natürlich ist jetzt die Frage erst einmal, ist das für dich ein Qualitätsmerkmal, dass du so schnell schießen kannst? In der natürlichen, in der freien Wildbahn, da draußen, brauchst du das eigentlich nicht. Also wenn jemand von euch wirklich so schnell schießen können möchte, muss,
was auch immer. Schreib es unten in die Kommentare, denn heute kannst du ja den Metabo gewinnen. Ja, denk dran, den gibt es heute zu gewinnen für den Kommentar. Es ist so, dass ich der Meinung bin, eigentlich braucht man das nicht. Das hatte ich ja damals beim Dewald auch schon gesagt, denn hier hatten wir auch den Mehrfachschuss, haben auch sehr schnell geschossen. Ich würde fast behaupten, dass der Einhell noch schneller ist. Das ist schon Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, wie schnell das Ganze geht. Aber ist es die Frage, ist es für dich wichtig? Denn eine Sache kann das Gerät nicht. Und zwar ist es so, ich habe es ja hier abgenommen, jetzt kann ich hier ranfassen, hier vorne gibt es keinen Schutz. Das heißt, keinen Schutz, wie es jetzt hier zum Beispiel beim Dewald ist, den wir uns gleich angucken. Hier hast du einen Gummipuffer dran, das heißt, du aufsetzt, dass du dann keinen Abdruck machst. Das hast du hier bei Einhell nicht, gibt es auch nicht dabei, ist einfach nicht da. Und jetzt kommen wir bitte etwas dichter und ich zeige dir das jetzt mal. Wir haben jetzt hier den Sicherheitsbolzen, den wir brauchen, um aufzusetzen. Jetzt schaut mal hier. Jetzt ist es so, dass wir hier vorne an der Stelle einen kleinen Abdruck haben. Da vorne. Ja? Und ich versuche es jetzt mal, wenn du jetzt einfach nur arbeitest, dann ist es so, dass du überall darüber, ich hoffe, man sieht das, da an der Stelle immer ganz kleine Abdrücke haben von dem Gerät. Kannst du auch mal provozieren, wenn ich jetzt hier wirklich aufdrücke, dann sieht man das hier vorne. Ja, dann sieht man überall diese kleinen Abdrücke, hier überall sieht man das. Und das ist natürlich ein Problem, das ihr nicht verhindern könnt. Problem Nummer 1, das Abdruckproblem. Problem Nummer 2 ist es so, dass aus meiner Sicht ist es so, dass man das so nicht nutzen können sollte. Das heißt, du hast immer einen Mehrfachschuss. Das heißt, du kannst auch folgendes Problem haben, dass du versehentlich abdrückst. Ja, weil es ist ja eine natürliche Haltung und man kennt das ja von Akkuschraubern. Du hast einen Akkuschrauber in der Hand, machst mal so, ja, du kennst das ja. Und irgendwie macht man das hier auch so, ah ja, man möchte da vielleicht mal so draufdrücken und so weiter. Jetzt ist es so, du hast den Schlauch hier unten dran, du hast das Ganze hier so in der Hand und kommst versehentlich hier gegen und dann schon hast du abgedrückt. Das heißt, ob hier Menschen, Tiere oder Holz darunter ist dem Gerät erstmal völlig egal. Und schon ja, schießt du dann hier ins Material rein, ohne dass du das wirklich gut kontrollieren kannst. Bei dem Dewald aus dem letzten Video war es so, dass du das auch einstellen konntest, aber du kannst es einstellen. Du kannst ganz bewusst sagen, jetzt möchte ich Mehrfachschuss haben oder eben auch nicht. Und meine Empfehlung wäre auf jeden Fall immer im Einfachschussmodus zu bleiben, im normalen Betrieb, außer es gibt irgendwie eine Sondersituation. Dementsprechend immer aufzusetzen, zu schießen, aufsetzen, zu schießen. Und das kannst du hier nicht verhindern, sondern hier ist es immer Mehrfachschuss. Insofern sei dir dessen bewusst, wenn du den Einhell einsetzt. Und deswegen sage ich auch heute, sei dir bewusst, was sind deine Anforderungen. Ja, aus meiner Sicht brauchst du das eigentlich so nicht. Auch wenn es richtig Spaß macht, muss ich sagen. Kommen wir gleich zum nächsten Gerät und das ist unser Dewald. Vorher aber noch ein Hinweis. Denk dran, die Geräte, jeder Einhell zum Beispiel 40 €. Ja, super, aber wenn du keinen Kompressor hast, bringt dir das Ganze gar nichts, weil dann kannst du den ganzen Tag hier drauf drücken, dann passiert nichts. Das heißt also, zu allen Geräten hier brauchst du noch einen Kompressor dazu. Falls du dich dafür interessierst, auch den findest du unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich. Noch ein letzter Hinweis und dazu kommst du vielleicht noch mal ein bisschen dichter. Und zwar ist es so, wenn sich hier vorne ein Nagel verkantet, was durchaus vorkommen kann, ja, dann ist es so, dass der Nagel nicht hier irgendwo drin steckt oder hier, dass man es irgendwie rausnehmen kann. Nein, du musst hier oben ran, also hier an der Stelle, und musst das abnehmen. Dazu musst du diese und diese Schraube hier lösen und hast keine Klammer oder ähnliches, um da schnell mal Wartungsarbeiten zu machen. Kommen wir zu Dewald. Auch hier wieder eine schöne Kiste mit dazu. Wer auf diese klassischen Boxen der Hersteller steht, wird hier enttäuscht sein. Gibt keiner mit dazu, sondern nur diese einfachen, ja, ich sag mal Handwerkerkoffer. So, schauen wir hier auch mal rein. Nichts drin. Also normalerweise wäre jetzt das Gerät rausgefallen. Aber ansonsten ist da nichts weiter drin, was man sonst dazu bekommen könnte. Auf jeden Fall auch keine Klammern, kein Nägel, kein nichts, kein gar nichts. Wir haben hier ein Gerät weit über 100 € und dementsprechend auch wesentlich teurer als das Einhell, als der Einhell. Und jetzt schauen wir uns das Gerät mal an. Hier ist es so, dass wir ein etwas wertigeres Gerät haben an sich, vom Griff her, vom Material her, aber das soll erstmal nicht das primäre Thema sein. Wir können hier auch das Ganze hier nur über Schrauben lösen. Ja?
und das kommen hier auch nur über Schrauben wieder ran. Dann können wir aber das Magazin sehr schön öffnen. Hier einfach aufmachen, dann hier Nägel einsetzen und schon können wir hier arbeiten. Ja, so. Oder wir können auch Klammern natürlich nehmen. Bei Klammern ist es jetzt so, dass wir die hier so einsetzen müssen. Die müssen wir aber jedes Mal hier dran vorbeiführen. Das heißt, das zurückziehen und dann so ein bisschen hier durchfummeln. Das ist aber wirklich nicht schön hier. Moment. Nee, das Magazin ist zu groß. Das ist zu groß, da muss ich ein paar Klammern abnehmen. Und bekomme das jetzt hier durch. So. Und jetzt kann ich entsprechend arbeiten. Was wir hier, was ich vorhin schon gesagt habe, was sehr schön ist, ist das hier. Nämlich, dass wir hier die Möglichkeit haben, das hier drauf zu setzen. So. Ja, dieses kleine Teil setzt man einfach hier vorne drauf und dadurch haben wir den Schutz, dass wir das Holz nicht beschädigen oder das andere Material, was wir haben, nicht beschädigen. Hier haben wir ganz einfach und nativ die Möglichkeit, hier auch die Tiefe einzustellen. Ist sehr leichtgängig, kann man schön einstellen. Finde ich eigentlich ganz schön, das hier oben so zu lösen. Und findet man vor allem auch sehr schnell. Ansonsten ist es auch so hier, dass wir den Luftauslass sehr leichtgängig verstellen können. Alles auch ein bisschen hochwertiger als bei Einhell, aber ja, funktioniert halt genauso ja, am Ende des Tages. Mehr gibt es zu dem Gerät nicht zu sagen, außer dass wir jetzt hier mal, ich würde sagen, wir klammern auch mal ein bisschen, oder? Jetzt haben wir schon Klammern drin, legen wir mal los. Ihr seht also, ich muss, also nochmal der Hinweis hier, ich drücke, kommt nichts raus. Wichtig, ja, wichtige Sicherheitsfunktion. Aber ich kann nicht halten, ja, und jetzt, da passiert gar nichts. Und das ist halt eben die Sicherheitsfunktion, sondern du musst aufsetzen, drücken und dann, wenn du jetzt aufsetzt, drückst und hältst gedrückt, passiert wieder nichts. Ja, erst jetzt wird die Luft auch ausgelassen, passiert wieder nichts. Man muss jetzt aber sagen, nicht, dass es langsam ist, sondern ich zeige euch das mal, es geht auch schnell. Du hast gerade gesehen, du kannst auch relativ schnell damit arbeiten, wenn du zügig hintereinander wegarbeiten musst. Mit ein bisschen Gefühl ist es so, dass es schon auch gut funktioniert. Ob man jetzt wirklich schneller arbeiten muss, sei es erstmal drum, das sagt ihr uns ja unten in den Kommentaren. Es macht Spaß, alles schön, aber im täglichen Leben, weiß ich nicht. Also insofern ist das ja auf jeden Fall schon mal das sichere Gerät. Man muss aber jetzt immer noch eine Sache sagen. Du musst dir klar sein, ob du Tacker oder Nägel brauchst, denn zum Beispiel das andere Gerät vom letzten Mal kostet etwa dasselbe, ja, hat halt nur Mehrfachschuss, aber kann keine Klammern. Jetzt habe ich gerade Tacker gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Und nochmal als Hinweis, was wir jetzt hier sehen, ist, dass hier nirgendwo Abdrücke sind und keine tiefen Riefen im Holz. Und das ist schon ein wichtiger Unterschied. Kommen wir zum Metabo, 175 € und hier gibt es, was habe ich vorhin gesagt, ja? Man macht das wie gerne. Gibt es wieder einen Koffer dazu aber im Koffer gibt es sinnvolles Zubehör. Und zwar eine Anleitung, okay, eine Schutzbrille. Übrigens nutzt diese Geräte natürlich nur mit Gehörschutz und Schutzbrille. Im Gegensatz zu Einhell haben wir im Ölreservoir auch Öl. Das ist ja verrückt, ja, dass hier einfach Öl mit drin ist. Und was wir auch noch dabei haben, ist Folgendes. Und zwar dadurch, dass wir Druckluft hier haben, ist es ja so, dass diese Anschlüsse, sind zwar in Deutschland jetzt hier für uns genormt, aber es gibt ja auch bei uns teilweise, aber auch vor allem in anderen Ländern andere Anschlüsse. Und da sind gleich, wie schreibt es Metabo? Push-on-Nippel gleich mit dabei. Und zwar hier das Ganze für Schweiz, Belgien, Niederlande und hier gibt es noch einen für Universal wahrscheinlich. Ja, das ist gleich alles mit dabei. Aber lasst uns mal das Gerät anschauen. Auch hier ist es so, dass wir ein klassisches Magazin haben. Wir öffnen es ganz einfach hier über den Hebel, haben dann hier das Magazin, können das hier schön einsetzen. Haben wir auch etwas mehr Platz. Ja, aber auch hier müssen wir ein bisschen durchfummeln und schon sind wir schussbereit. Wenn wir gerade hier sind, haben wir hier auch das kleine Rädchen, was noch feiner ist als bei Dewalt zum Einstellen. Ja, für die Tiefe, um einzustellen, wie tief oder wie wenig tief das Ganze eindringt ins Material. Ja. So, dann haben wir hier hinten auf der Rückseite wie immer die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen. Und wir haben hier noch zusätzlich die Möglichkeit, hier auf diesen Hebel zu drücken. So,
und dann das hier zu öffnen. Jetzt seht ihr auch mal, da seht ihr jetzt schon den Schuss, ja, der gleich hier entsprechend rauskommt. Und manchmal ist es eben so, dass genau an der Stelle sich der Nagel oder die Klammer halt hier vertut, beziehungsweise jetzt irgendwie verknorkelt wird und dann müsst ihr das hier entsprechend rausholen. Hier braucht ihr jetzt kein bestimmtes Werkzeug, sondern könnt einfach jetzt, so normalerweise übrigens als Hinweis, sollte man das Ganze vorher entspannen. Ja, habe ich jetzt nicht richtig gemacht. So, jetzt nochmal zu, ja, alles richtig. Und los geht's. Ich glaube, wenn ihr das mit Nägeln machen würdet, ohne sie zu entspannen, würden die oben einfach rausfliegen, wenn nicht irgendwas dazwischen liegt. So, jetzt haben wir das und was fällt uns auf? Wir haben hier keine Schutzkappe vorne drauf. Nämlich hier fehlt die Schutzkappe an der Stelle. Ihr habt hier also nur das blanke Metall, was ins Holz reingeht. Und ich zeige euch das jetzt schon mal, wenn ihr das jetzt so rauf tut. Das sieht nicht schön aus. Schaut mal hier. So sieht das aus. Das hier sind die Einschläge jetzt hier von dem Gerät. Also schön ist anders, ja. Also ich hier nochmal. Das ist jetzt das, was dort bleibt, wenn ihr eben mit diesem Gerät einfach so arbeitet. So, jetzt mal vom Schussverhalten an sich ist es so, auch hier, ihr könnt wieder drücken. Also ihr könnt wieder drücken, es kommt nichts raus, sondern wir halten es also wieder gedrückt, setzen auf, passiert nichts, Sicherheit, sondern ihr setzt auf. Und dann könnt ihr einen schießen. Ich mache es nochmal, dass ich aufsetze, schieße, halte gedrückt, passiert wieder nichts. Ja? Ihr könnt relativ schnell nacheinander schießen. Aber viel schneller geht es nicht. Ich denke mal, das reicht aber auch. Ja? Das ist der Metabo, in Summe schon ein recht rundes Gerät von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Besonders hervorheben möchte ich eben, dass man das hier oben öffnen kann. Denn es kommt schon mal vor, dass hier drin was verklemmt und dann muss man da ran. Und wenn du das mit dem Schlüssel machst, oh, das ist aber auch wirklich lästig. Und jetzt kommen wir zu Prebena. Kommen wir zu Prebena und hiermit zum teuersten Gerät im Test, was eigentlich sogar am fummeligsten ist und am wenigsten kann, aber einen Vorteil hat. Aber da kommen wir ganz zum Schluss dazu. Erst einmal haben wir hier ein Gerät, was relativ hochwertig ist in Summe. Ja? Wir haben hier einen Hammerschlaglack hier drauf. Ihr seht selbst hier vorne, das Ganze ist aus einem Vollkörper. Das ist auch wirklich extrem massiv. Hier sieht das Ganze schön abgeschliffen und so weiter und so fort. Ihr seht hier aber auch, wir haben hier wieder keinen Klappmechanismus, sondern wenn hier was hängen bleibt, müsst ihr wieder in dem Fall alle 4 Schrauben hier lösen. Ja? Und jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt setzen wir hier mal Nägel ein. Beim Thema Klammern habt ihr theoretisch 2 Möglichkeiten. Einmal könnt ihr das hier öffnen, das runterziehen. Aber ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Ihr könnt das hier einsetzen, mit ein bisschen Glück. Ja. So, könnt ihr die Klammer hier lösen und das wieder einsetzen. Ja, das geht irgendwie. Ja. Ich glaube, original gedacht ist es eigentlich so, dass ich jetzt das hier unten öffne. Ach Gott. Dass ich so. Also, dass ich das hier unten öffne, wie gerade gezeigt, dass ich das dann hier einsetze. So. Dass ich das jetzt hier wieder einsetze. So. Da rein und fertig. So, und jetzt könnte ich entsprechend arbeiten. Jetzt setzen wir aber nochmal Nägel ein. Also machen wir das wieder raus, machen das auf, holen das raus. Ich glaube, das ist dafür nämlich gedacht, um es nur rauszuholen. Setzen das hier wieder ein, nehmen jetzt Nägel. Die Nägel führen wir auch hier wieder ein, hier über diese Schiene. So, dann setzen wir das hier wieder ein. Das so ein und jetzt können wir arbeiten. Das ist doch erstmal im Ernst, das nervt. Also man kann jetzt sagen, was man will, aber das möchte ich nicht benutzen. Das ist doch, bei allen anderen mache ich hier Klack, runter, rein, fertig. Im Zweifel muss ich die Klammer noch ein bisschen einsetzen. Ein Vorteil, den ich hier aber habe, ohne Frage, ist folgendes: Ich kann hier wesentlich mehr Klammern einfach einsetzen und damit arbeiten. Das ist so. Das muss man dem Gerät klar zugute halten.
Was wir hier aber auch nicht haben, ist eine Höhenverstellung. Wie tief jetzt die Klammern oder die Nägel in das Material eindringen, kannst du nicht justieren. Gar nicht. Theoretisch kannst du es über einen klar definierten Luftdruck. Weil je nachdem, wie viel Druck anliegt, ist es natürlich auch so, dass das Gerät verschieden viel Kraft hat. Das ist aber nur in der Theorie so, das ist dafür aber nicht gedacht und man kann hier nirgendwo auch nur das Geringste einstellen für die Tiefe. Ebenso ist es so, dass wir hier auch keinen Schutz haben hier vorne für dieses Teil, für dieses Metallteil, was du aufs Holz drücken musst, um abdrücken zu können. Hast du nicht, gibt es nicht. Das heißt, jedes Mal wirst du damit eben entsprechend auch einen Abdruck machen. Wir sehen das Ganze ja auch, das ist ziemlich leichtgängig. Nein, das ist doch, man muss sagen, es ist okay. Ich sage mal, es ist zumindest so leichtgängig, dass du nur einen ganz, ganz leichten Hauch machst. Wenn ich jetzt drauf dresche, ja okay, aber das muss ja nicht sein. Ja? Wenn ich das ganz normal mache, dann geht es eigentlich. Also man macht hier kaum, ich sage mal bewusst kaum Abdrücke. Bei dem Dewalt ist es auf jeden Fall besser mit dem Gummischutz. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Schießen funktioniert. Jetzt ist es so, wir haben ja auch wieder eine Sicherheitsfunktion. Wir können nämlich gar nicht erst abdrücken. Es geht gar nicht. Ja? Hier ist es anders gelöst. Ich kann nicht abdrücken, sondern erst, wenn ich aufsetze, ist das hier entriegelt. Und jetzt wird hier reingeschossen. Ja? Nochmal aufsetzen, abdrücken. Ich kann jetzt nicht aufsetzen, abdrücken. Ihr hört, hier entweicht Luft, es wird kein Druck aufgebaut. Ja, und jetzt wird der Bolzen wieder zurückgezogen und jetzt geht es wieder los. Insofern kann man nur den Einzelschuss auch machen und das ist wirklich sehr sicher gelöst. Eigentlich aber auch wie bei anderen Geräten ist es halt genauso sicher. Ich zeige euch jetzt auch mal, dass man hier relativ schnell schießen kann. Gefühlt war es so, dass man bei dem Gerät hier auf jeden Fall etwas langsamer schießt. Aber das heißt, ob es jetzt, ich sage mal, ob es jetzt 1 oder 1,2 Tacker in der Sekunde sind, ist doch eigentlich wurscht. Was das Gerät hier übrigens auch ganz lustig hat, wir haben ja hier hinten den Luftauswurf quasi, so wie bei allen Geräten. Verschieben kann ich das aber nicht, außer mit dem Schlüssel. Also das heißt, ich muss es hier lösen an der Stelle und dann kann ich es zur Seite drehen, was wir festmachen. So, warum sollte ich mir das Gerät hier eigentlich holen? Es gibt nur genau 2 Gründe. Nummer 1, ich möchte ein sehr großes Magazin voll befüllen können, weil ich es hier von unten mache und relativ viel schießen können. Das ist Nummer 1. Nummer 2, ich glaube, selbst wenn du das Gerät hier auf die Straße legst und im Panzer drüber fährst, das wieder aufhebst, kannst du damit noch genauso weiterarbeiten. Also es ist unwahrscheinlich robust gemacht, unwahrscheinlich langlebig, würde ich jetzt mal behaupten. Und darauf ist es auch ausgelegt, dass das wirklich unwahrscheinlich lange funktioniert. Aber es ist auch unwahrscheinlich anstrengend, hier die Nägel reinzumachen. Und deswegen entscheidet ihr einfach mal, was ist aus eurer Sicht besser. Und jetzt wird es halt spannend für euch, denn wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gucken uns nochmal alle Geräte ganz kurz im Überblick an. Und hier ist es so, dass es gar nicht so simpel ist, das zu entscheiden. So, für euch hier auch hier unser Schaubrett, denn wir haben hier den Prebena. Langlebig, sicher und so weiter. Ja, aber auch fummelig in der Anwendung und ja, ihr habt ja gesehen. Ja. Dann haben wir den Metavo. Der Metavo hat hier die Möglichkeit, hier das Ganze zu öffnen, hat also hier schon die Funktion, ach so, und hier können wir die Tiefe nicht einstellen. Und vielleicht doch dazu gesagt, das hatten wir ja gerade gar nicht so gezeigt. Schaut mal hier, das hier sind die Nägel, die der Prebena reinschießt, hier, da, jedes Mal tief ins Material rein, auch hier hinten. Und das sind die Nägel, die andere reingeschossen haben. Ja? Ihr seht also, hier ist es so eingestellt, dass es eher bündig mit dem Material ist. Das ist schon ein Unterschied. Kommt eben auch drauf an. Wenn ihr zum Beispiel andere Hölzer habt, kann das ein Problem sein. Also Prebena kannst du nichts einstellen, langlebig, robust. Bei Metavo ist es so, du hast keine ordentliche Spitze, also keine Gummispitze, aber du kannst das hier schön öffnen. Okay. Beim Dewalt ist es so, du hast ein relativ leichtes Gerät vom Handling her und du kannst, das ist gar nicht so leicht,
Du kannst das Gerät gut nutzen, macht alles, was es soll und hat den Aufsatz hier vorne, kostet aber immer noch 160 €, wenn ich mich richtig erinnere. 160 € schon mal kein Pappenstiel. Oder wir haben den Einhell, hat hier quasi die maschinengewehrartige Funktion beim Schießen, bekommst sehr viel dazu, 40 €, hast aber wiederum keine Sicherheitsfunktion, hast ja auch keinen Hebel, um das Ganze zu öffnen. Insofern ist es gar nicht so leicht und bitte schreib mal unten in die Kommentare, was ist deine Meinung, was ist das beste Gerät für dich? Oder sagst du einfach, brauche ich überhaupt sowas hier? Übrigens, weil ich es bis jetzt noch nicht gesagt habe, du bekommst das natürlich auch kürzer. Ja? Also du musst nicht immer über die komplette Länge hier die Klammern nutzen. Es gibt auch kleinere Klammern, kein Problem. Aber mein Hinweis wäre, wenn du keine Klammern brauchst, ja, dann würde ich dir eher eines dieser herkömmlichen Geräte, zum Beispiel das Makita oder meinetwegen auch das Dewalt empfehlen. Das Makita ist natürlich ein absolutes Preis-Leistungswunder hier mit um die 70 €. Du kannst alles einstellen, du kannst hier vorne das mit dem Hebel, ich mache es jetzt mal nicht, weil jetzt glaube ich was drin, mit dem Hebel kannst du das Ganze öffnen, tief einstellen, kann alles, was du willst, kann halt nur keine Klammern. Ja? Das musst du bedenken. Deswegen bin ich gespannt, was ihr sagt. Sagt ihr, ach, Klammern ist gut, Klammern ist nicht gut? Schreibt das mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, auch wie eure Sichtweise vor allem auf das Einhell-Gerät ist und auf das Prebena-Gerät ist, weil gerade hier unser Kameramann ist ja auch Tischler, der sagt, Prebena, natürlich, habe ich bei mir auch gehabt. Kam auch, glaube ich, auch ein bisschen ins Grübeln, als er hier die anderen Geräte gesehen hat. So, jetzt bin ich gespannt auf euch und ich sage jetzt erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.